Unilever ist eine äußerst beliebte Konsumgüteraktie bei Aktionären aus Deutschland und deswegen schauen wir uns das Unternehmen heute mal fundamental und technisch genauer an. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Ja, Unilever ist in der Branche der Konsumgüter tätig, ist natürlich einer der weltweit führenden Hersteller von Haushaltswaren, Lebensmittel und Körperpflegeprodukte. Man ist in 190 Ländern tätig, man hat 4,4 Millionen Retail-Stores und hier 60 Milliarden Turnover in 2023 hingelegt. Also wirklich eine sehr, sehr ja, starke Position, in der sich Unilever befindet. Sie haben Schwerpunkte auf Lebensmittel, also was wie Knorr, Ben Jerry's, aber auch Körperpflege mit Dove und Axe und haben zusätzlich auch eine Haushaltsproduktsparte, sind eben auch doch durchaus breit aufgestellt, was die regionale Verteilung angeht. Also man ist in zahlreichen Schwellenländern auch tätig und hat natürlich generell mit diesen globalen bekannten Marken in verschiedenen Kategorien einfach eine wirklich ja, hohe Marktpräsenz. Und da gucken wir uns als erstes mal den Qualitätscheck an von Unilever. Und im Scorecard sehen wir jetzt schon, ja, also relativ durchwachsen. Kursgewinn der letzten 10 Jahre lag nur bei 60%, also jetzt keine wahnsinnig hohe Performance gewesen in den letzten Jahren. Wenn wir uns die Gewinne, Cashflows und Dividenden ansehen, sehen wir, dass die langfristig schon steigend sind aber durchaus von vielen Schwankungen geprägt. Also hier ist nicht jedes Jahr besser wie das davor, sondern da sind schon immer mal wieder Einbrüche zu verzeichnen. Die Payout Ratio liegt im Moment bei ca. 70%, also es ist schon eine relativ hohe Ausschüttungsquote, die Unilever hier hat. Die Umsätze, die sehen ähnlich aus. Auch hier haben wir langfristig schon eine Tendenz nach oben, aber das ist ja auch keine rasante Entwicklung mehr. Die Margen sind ganz okay mit 10% ungefähr. Auch die konnten langfristig nicht wahnsinnig erhöht werden und sollen sich auch tendenziell stetig entwickeln, also eher seitwärts mit einer leichten Tendenz nach oben. Wenn wir uns die Bilanz anschauen, liegt hier einiges an Goodwill noch mit drinnen. Wir haben hier eine Schuldenquote gesamt von 71,16% und die Dividende, die ist jetzt im Moment vom freien Cashflow hier also zum 30.06.2024 auf jeden Fall locker gedeckt. Aktienrückkäufe und Auswirkungen auf den Gewinn, da sieht es relativ gut aus. Also man kauft hier jetzt stetig Aktien zurück, mehr oder weniger seit 2006. Das ist auf jeden Fall schon mal ein schönes Zeichen und die Prognose sagt auch, dass es tendenziell so weitergehen dürfte. Wenn wir uns die Bewertung anschauen auf Sicht der letzten 5 Jahre, sehen wir, dass Unilever im Moment ja leicht überbewertet ist, also liegt leicht über dem Schnitt der letzten 5 Jahre, aber ist, denke ich, schon noch also eine akzeptable Bewertung jetzt für so ein Unternehmen. Auch wenn wir uns das hier auf Umsatzbasis der letzten 3 Jahre anschauen, sind wir hier minimal überbewertet. Auf Basis des bereinigten Gewinns sind wir sogar genau fair bewertet. Und das gilt sowohl für einen operativen Flash Cashflow als auch über den bilanzierten Gewinn. Wenn wir uns das in der erweiterten Statistik mal anschauen auf Sicht der letzten 3 Jahre, können wir auch sehen, dass wir jetzt gerade so minimal überbewertet sind. Wenn wir uns da mal den Kauf simulieren, nehmen die mittleren Analystenprognosen bis 2027, dann hätte das hier eine Rendite von 11,3% aufs Jahr. Also das wäre eigentlich ja, relativ akzeptabel, doch für so eine ja, einfach eine sehr, sehr sichere Anlage, wie es Unilever wäre. Wir kommen natürlich auch aus einer Phase, wo Unilever mal deutlich unterbewertet war, davor auch mal eine ja, sehr hohe Bewertung 2019, aber da könnte sich doch jetzt mal ein genauer Blick lohnen. Die einzelnen Segmente teilen sich auf in Personal Care, Nutrition, Beauty and Wellbeing, Home Care und Ice Cream. Also die Ice Cream Sparte möchte man ja bis 2025 abspalten. Wenn man sich da die operativen Margen anschaut, sieht man eben auch, dass Ice Cream die deutlich niedrigste Marge hat. Also es macht auch Sinn, dieses Segment abzuspalten. Die anderen Segmente haben einfach deutlich eine bessere Profitabilität mit hier 21,4% zum Beispiel beim Segment Personal Care. Wenn wir uns die regionale Aufstellung anschauen, sehen wir, dass die einen unglaublich hohen Fokus auf Asia, Pazifik und Afrika haben. Auch Indien ist hier relativ stark mit drinnen und natürlich die klassischen Länder wie United States und Europa, aber eben ja, besonders interessant bei Unilever dieses starke Geschäft in Indien, Asia, Pazifik und Afrika. Ja, bevor wir jetzt zur Investor Relations kommen, wenn dir dieses Video gefällt und du mehr Videos sehen möchtest zu wirklich spannenden Aktien, dann lass unbedingt kostenlos ein Abo da für diesen Kanal. Daumen nach oben nicht vergessen, hilft mir unglaublich weiter und ist für mich einfach eine wirklich sehr, sehr wichtige Motivation und da danke ich dir auf jeden Fall dafür. So, gucken wir mal in die Investor Relations, einen Blick hier von Unilever. Und sie haben hier so ein bisschen einen Wachstumsplan bis 2013 ausgerufen. Hier auch nochmal so eine kleine, ja,
so ein kleiner Rückblick einfach, den sie hier zeigen. Da hat man zum Beispiel 1,5 Milliarden Dollar oder Euro sind es, Euro Aktien zurückgekauft. Man hat hier außerdem die Dividenden erhöht. Man hat hier ja, an Russland einen Teil verkauft. Also es ist einfach ein Unternehmen, das sich jetzt versucht, sage ich mal, zu restrukturieren und einfach auch die Position am Markt zu verbessern, um wieder stärker zu wachsen. Das ist ihr absolutes Ziel und das haben sie hier einfach nochmal zusammengefasst. Sie möchten ja, einen starken Fokus auf ihre Power Brands legen und die sieht man jetzt hier mal. Das ist sowas wie Knorr, Axe, Vaseline, Clear, Nutrafol, Pond's, also auch Namen, die jetzt wahrscheinlich die meisten von euch noch nie gehört haben, mich mit eingeschlossen. Also da möchten sie jetzt einfach eher drauf setzen, um das auch so ein bisschen zu konsolidieren und es dann zu schaffen, ja wieder ein stärkeres Wachstum aufzunehmen, weil das Unternehmen natürlich da schon auch noch viel, ja, also viel Luft nach oben hat, denke ich, um um das Wachstum neu aufflammen zu lassen. Hier sieht man auch nochmal diese 4 Business Groups, also Home Care, Foods, Personal Care, Beauty und Wellbeing. Und da steht jetzt eben auch nochmal diese Ice Cream Separation mit drinnen. Die soll eben bis 2025 hier abgespalten werden. Inwiefern das dann stattfindet, ist auch noch nicht ganz klar. Aber wichtig ist eben auch dann diese Restrukturierung, die infolgedessen natürlich da sein wird. Und das denke ich, könnte Unilever wirklich gut tun. Sie möchten jetzt hier auch zum Beispiel ihren Fokus auf Indien nochmal verdoppeln. Also sie wollen in Indien noch stärker präsent werden. Es ist ein sehr, sehr wichtiger Markt für Unilever. Also da muss ich tatsächlich sagen, da sprechen ja sehr, sehr viele drüber, dass Unilever in Indien ja einiges an Wachstumspotenzial vorfinden könnte. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass das sehr, sehr gute, ja, eine sehr, sehr gute Entwicklung für Unilever in der Zukunft bringen könnte. Wir sehen auch hier, dass der Turnover in Indien seit 2014 bis 2023 mit einem CAGR von 8% gewachsen ist. Auch die Margen, Grossmargen und EBITDA-Margen sind deutlich angestiegen. Und im gleichen Zeitraum ist natürlich der Marktanteil unglaublich nach oben gegangen. Man muss aber sagen, also die Profitabilität, die ist jetzt noch nicht so der Fokus, weil man möchte jetzt eher erreichen, dass Unilever einen höheren Marktanteil bekommt, steckt dazu deswegen natürlich auch deutlich mehr Geld in die Expansion und in Marketing und so weiter. Deswegen sind die Margen jetzt nicht so extrem gestiegen. Generell, also man sieht einfach, dass das Wachstum jetzt hier accelerated werden soll und das ist einfach jetzt hier das Ziel und das ist auch so ein bisschen die Story dahinter. Also wenn Unilever hier als Investment spannend ist, dann in erster Linie, weil man hier eben diese ja, doch starke, ja, einfach diesen starken Fokus auf diese Schwellenländer hat. Wenn man sich die Quartalszahlen 2023 mal anschauen, dann sehen wir hier 4,5% Underlying Sales Growth, also relativ niedriges Wachstum tatsächlich. Das sehen wir eben auch hier, also die Sales, die bewegen sich wirklich sehr, sehr seitwärts. Es ist einfach kein stark wachsendes Unternehmen und das ist auch so ein bisschen das Problem gewesen von Unilever, weil ein Unternehmen, das so schwach wächst, das hat natürlich auch eine niedrige Bewertung nur verdient und da ist auch einfach das Potenzial relativ stark gedeckelt. Das ist einfach so und man sagt jetzt hier eben auch, der 2024 Full Year Outlook soll hier 3 bis 5% liegen. Also es ist einfach ja, ein sehr starkes Unternehmen, das aber von dem Wachstum jetzt her eher ja, schwächer läuft. Gucken wir uns aber gleich noch den Chart an von Unilever und bevor wir dazu kommen, wenn du noch auf der Suche bist nach einem Broker, dann kann ich dir Finanzen.net Zero empfehlen, ist der günstigste Broker, den benutze ich auch selber und man kann echte Schweizer Aktien handeln, ist auf jeden Fall ja, wirklich ein Top-Broker, also wenn du noch einen brauchst und vielleicht sogar noch gar keinen hast, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, dann kannst du mit dem ersten angepinnten Kommentar oder dem Link in der Beschreibung einen Broker öffnen und dir auch 25 Euro Neukundenprämie sichern. Guck mal auf den Chart von Unilever, wir sind hier auf Monatsbasis und können jetzt eigentlich sehen, ja, es gibt hier schon mehr oder weniger diesen Trend, diesen Trendkanal. Wirklich schön ist der jetzt nicht, also der ist jetzt mehr schlecht als recht eingezeichnet. Wir sehen eben auch hier, dass hier oben einiges an Top-Bildung schon geschehen ist, die wir uns aber jetzt wieder, die dann wieder gekontert wurde. Man muss sagen, es ist nicht der allerschönste Trend, ja. Das muss auf jeden Fall gesagt werden, vor allem in dieser Seitwärtsphase von 2017 bis 2023. Das ist natürlich sehr bitter, also 7 Jahre jetzt hier seitwärts gelaufen. Jetzt aber endlich dieser finale Ausbruch, auch so ein bisschen getragen von dieser News, dass die Eiscreme-Sparte abgespalten wird und damit auch wieder mehr Hoffnung auf steigende Kurse.
Mittelfristig, die allerwichtigste Zone ist hier um das 61,8er bei 4.200 Pounds müssten das dann sein, weil es ist ja ein britisches Unternehmen. Und ja, wenn wir uns da stabilisieren, hätten wir auch wieder eine relativ attraktive Zone, also hier in dem grünen Bereich. Alternativ wäre dann die zweitwichtige Unterstützung hier unten bei ca. 3.800 bis runter auf 3.600. Also wenn wir hier nochmal runterkommen würden auf die 4.200, ja, da könnte sich tatsächlich mal ein Einstieg anbieten bei Unilever, weil da würde natürlich auch nochmal was an Bewertung abgebaut werden. Also gefällt mir jetzt persönlich relativ gut, wenn wir hier runter korrigieren. Sieht jetzt auch tatsächlich für mich so aus, als würde das Momentum ja, hier deutlich zulegen und wir bald wieder auf Allzeithoch stehen, weil also dieser Move, da wurde jetzt praktisch ein neuer Aufwärtstrend hier etabliert in diesem Bereich, also ab 2022, da haben wir das Tief gefunden. Also sieht sehr, sehr gut aus und ich denke, dass dieser mittelfristige Aufwärtstrend, der jetzt hier seit 2 Jahren läuft, wieder ja, bald fortgesetzt wird. Aber ich denke, erstmal ist da noch eine kleine kurzfristige Korrektur nötig. Also entweder wir drehen jetzt dann gleich hier rund ums 38,2er oder kommen eben noch auf die deutlich bessere Zone zurück. Wenn wir uns das ganz kurzfristig anschauen, also so auf Tagesbasis, 4-Stunden-Basis, sehen wir auch schon, dass wir da ein erstes Kaufsignal hatten mit Überschreiten von diesen 4.500. Sind aber da jetzt nicht so, haben uns da nicht so gut gehalten, da oben sind direkt abgerutscht, sind jetzt auch wieder unter der 200-Tage-Linie. Also das sind also wieder so ein paar ja, bearish Zeichen, aber es ist auch eine Gap noch offen. Also wer da so unbedingt rein möchte, könnte jetzt sogar schon eine erste Position eröffnen. Aber mir ist das CAV hier oben zu schlecht. Also ich würde da nur eine Kauf in Erwägung ziehen, wenn wir hier runterkommen. Dann hätten wir nämlich auch ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2,45, zumindest auch die erste konservative Projektion hier oben. Also es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Aktie. Wir haben natürlich auch eine sehr hohe Dividendenrendite, hier 3,23% und gerade hier bei so einem britischen Unternehmen ist das natürlich sehr, sehr schön für uns. KGV hier 20,3. Jetzt mal die Financials nochmal im Overview kurz anschauen, sehen wir auch Marktkapitalisierung 110 Milliarden Great British Pounds. Also es ist auch einfach ein riesiges Unternehmen. Das ist einfach so, gerade wenn wir uns den Umsatz anschauen, ist halt dieses Umsatzwachstum vor allem in den letzten 2, 3 Jahren einfach kaum vorhanden gewesen. Das ist natürlich was man im Hinterkopf behalten muss. Es ist also auch einfach eine Spekulation drauf, dass diese Abspaltung der Eiscreme-Sparte gut läuft, dass man dann einfach auch eine höhere Profitabilität erreichen kann und durch diesen Markt hier mit Indien mit 11,23% hier 2023, wenn das natürlich deutlich größer wird und wir wissen alle, also Indien ist einfach ein Wachstumsmarkt, dann könnte sich da auf jeden Fall ja eine Investition anbieten. Wenn man die Verschuldung hier nochmal anschaut, sehen wir Debt-to-Free Cashflow ja von so circa 4, also ist gerade noch akzeptabel die Verschuldung und generell, wenn man sich den Ausblick ansieht, dann sieht es eben auch hier eher nach einem gemächlicheren Wachstum aus. Es ist eben einfach schon ein sehr, sehr konservatives Investment. Genau, aber lasst mich doch gerne mal wissen, was ihr von Unilever haltet. Habt ihr die Aktie im Depot? Es ist ja in Deutschland eigentlich eine sehr, sehr ja, beliebte Aktie, obwohl sie eigentlich jahrelang total seitwärts gelaufen ist und sich wirklich relativ schwach entwickelt hat, gerade im Vergleich mit dem S&P 500. Aber das war es heute zu Unilever. Also für mich ja, durchaus interessantes Unternehmen, würde es aber definitiv nicht in mein persönliches Portfolio schaffen, weil die Entwicklung einfach zu langsam ist. Es ist eine zu langsame Aktie. Also da setze ich dann lieber auf einen breiten ETF, wie zum Beispiel den S&P 500, weil ich da ja doch davon ausgehe, dass der Gesamtmarkt in den USA so eine Aktie outperformen sollte, obwohl jetzt die Wahrscheinlichkeit schon deutlich gestiegen ist, dass Unilever wieder höhere Renditen erzielen kann. Ja, aber das war's für das heutige Video. Wenn es dir gefallen hat, dann jetzt unbedingt Daumen nach oben da lassen. Auf jeden Fall die Glocke aktivieren, weil dann verpasst du nämlich auch keine Videos mehr von mir, wie zum Beispiel hier zu den Crash-Aktien. Da habe ich über Brown-Forman, Intel und Regeneron geredet und da könnt ihr auch einiges lernen zu ein paar Turnaround-Wetten und warum diese meistens nicht die beste Idee sind. Oder auch hier Aktien für die Ewigkeit, Buy and Hold. Da habe ich 3 Aktien vorgestellt, die ja, viel Dividende liefern oder auch hohes Wachstum haben. Also gerne jetzt nochmal diese Videos auschecken. Definitiv spannend. Und jetzt bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.